Wundervollen Spiele, die tolle Atmosphäre bei der EM zuletzt in England, als das deutsche Team hauchdünn im Finale unterlegen war gegen England. Hohe Einschaltquoten, bis zu 18 Millionen Zuschauer. Und nun hat man hier sich von der FIFA gedacht, wir sehen den Präsidenten Gianni Infantino und auch die Generalsekretärin der FIFA ist hier natürlich mit dabei, wenn es gleich um die Auslosung geht. Fatma Sambia Diouf Samoura aus Senegal. Und nochmal Gianni Infantino, der sich stark gemacht hat für den Frauenfußball in den letzten Jahren und hier dieses 32er-Feld bestellt hat. Ja, viele Ehrengäste, viel Kultur und ich lasse Sie bei einigen Impressionen aus diesen beiden Ländern, Neuseeland, Australien, ein bisschen alleine. Das Intro, der Willkommensgruß an die 800 Gäste hier bei dieser Auslosung. Yamajin mala dangaraya bulbulugu Eine WM, die von zwei Nationen ausgetragen wird. Neuseeland und Australien. Insgesamt gibt es 9 Spielorte
mit 10 Stadien. Warum 10 Stadien, 9 Spielorte? 2 Stadien wird es in Sydney geben. Das Endspiel wird am 20.08. im Stadium Australia ausgetragen. Schauplatz der Sommerspiele, der Olympischen Spiele von 2000. Wellington. Und dann geht es schon rüber nach Australien. Schauplatz unter anderem Adelaide. Wunderschöne Impressionen, einladende Bilder. Die Bühne ist bereitet, auch wenn der Beginn dieser Veranstaltung ein bisschen martialisch anmutete. Dann Brisbane. Auch eine Millionenstadt, bekannt und beliebt für die Surfer der Welt. Melbourne. (2010) eröffnet das Stadion Melbourne Rectangular Stadium. Dann Perth, eine weitere Austragungsstätte. Seit über 100 Jahren finden hier große Sportevents statt. Perth auch bekannt durch das Trainingslager vieler Schwimmerinnen und Schwimmer. Und dann natürlich Sydney. Mit dem Sydney Football Stadium beeindruckende Bilder von der Harbour Bridge, der Oper in Sydney, der großen Muschel. 2 Stadien hier in Sydney, neben dem Sydney Football Stadium, auch das Stadium Australia, das ich vorhin schon ansprach. Kia ora and good evening. Please welcome your hosts for tonight's show, Kirsty Stanway and Mel McLaughlin. So, es kann losgehen. Die beiden Moderatorinnen sind aufgerufen. Kirsty Stanway von Sky Sport und Mel McLaughlin von Channel 7. Sie sind die beiden Moderatorinnen. Dazu gibt es dann die Leiterin der Auslosung. Das ist die zweimalige Weltmeisterin Carly Lloyd hier. Kirsty Stanway. Unterstützt wird Lloyd durch die CNN-Moderatorin Amanda Davis aus England. Aber das werden wir gleich alles noch sehen. Und wir werden sicherlich gut informiert hier durch diese Auslosung geführt werden. Ja, Australien und Neuseeland begrüßen also die Welt hier. Und es wird eine einzigartige Veranstaltung werden, so die beiden. Und wenn man sich das Ganze so anschaut, das ist nicht gerade fernsehfreundlich für die Zuschauer in Europa und natürlich hier bei uns in Deutschland. 11 Stunden Zeitunterschied. Die Spiele meist am frühen Morgen, für die Athletinnen, den Betreuerstaff, für die Medien. Distanzen, die unglaublich gewaltig sind zwischen diesen beiden Nationen. Und das alles in den Zeiten der Klimakrise. Da muss man schon ein deutliches Fragezeichen setzen. Ina mana, ina reo, e rau rangatira mā tēnā koutou. Welcome to Aotearoa, New Zealand. Welcome. Die Premierministerin mit den ersten einführenden Worten. Natürlich ist doch die Politik hier mit dabei. Mit den Worten des Willkommens an alle, die hier mit dabei sind. 800 Gäste in diesem großen Veranstaltungszentrum hier in Auckland. It is our extraordinary honour to host alongside Australia, our dear friend and friendly rivals, next year's FIFA Women's World Cup.
In New Zealand and Australia, you will see in our Präsident gerade nochmal der our FIFA, host Gianni cities, Infantino. in our welcome, that we embrace the opportunity you have given us in hosting this, the world's largest women's sporting event. Und es ist To die every größte athlete who plays in the World Veranstaltung Cup, you raise the value and visibility of the sport. You inspire in einem our young Frauensport people dieser to beiden play. Länder You create new in sporting Neuseeland heroes and leaders. und Thank you Australien. and good luck. To those who watch from afar, New Zealand is honoured to show you a country that is working hard to be the best, not just in the world, but for the world too. Be it our food that we produce, our Ja, action to Neuseeland tackle ist climate stolz change, auf das, and was our man hier dedication to equality, geschaffen hat. as well as our values on the international stage. Ein wunderbares Land country mit also großer Weite, happens to be großen Entfernungen, ich hatte es pretty beautiful as well. angedeutet. We can't wait to share our world with you. We Und wish all Neuseeland teams the ist very bereit, best with mit their Australien preparations. diese Whether WM you are hosted ausrichten here zu or dürfen. in Australia, you will be so very welcome. Und alle sind wirklich ganz, ganz herzlich willkommen. Der Blick in diese Zuschauerlounge. Natürlich sind alle dabei, die sich hier qualifiziert haben. Das heißt, die Trainerinnen, die Verbandsoffiziellen. Kia ora, Prime Minister. Let's now invite on stage the Honourable Annika Wells, Minister for Sport of the Commonwealth of Australia. Und auch die Sportministerin aus Australien wird hier die Gäste willkommen heißen bei dieser großartigen Veranstaltung. Tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. I recognize and respect the Ngā iwi Māori as Tangata Annika whenua Wells, of this land. die And I Sportministerin acknowledge this land. aus Australien, für Australien nach diesen Sommerspielen im Jahr 2000 wieder ein ganz, ganz großes Event in diesem Land. Und man hat sich wirklich gut vorbereitet, die Stadien perfekt erstellt. Einiges hat man modernisiert, einiges hat man neu hingestellt in Neuseeland und Australien. Es werden sicherlich fantastische Spiele werden, so sagt sie. Lasst uns diesen Geist mitnehmen in die Vorbereitung dieser Spiele. Und Gianni Infantino wird hier noch einmal begrüßt, der FIFA-Präsident, zusammen mit der FIFA-Generalsekretärin Fatma Samba Diouf Samoura aus Senegal. Ein ganz geschickter Schachzug damals von Infantino, sagte man, dass man zum ersten Mal eine Frau benannt hat zur Generalsekretärin, dazu keine Europäerin. Ja, das ist eine wunderbare Stimmung hier in dieser Halle. Alle sind gelöst, alle warten natürlich aber auch mit großer Spannung dann auf die Lose gleich, auf die Lostöpfe. Wer wird in welche Gruppe hineingelost? This World Cup will change lives. Not just for the players, but for the fans captivated in stadiums and at home. And for the children watching on, believing that they can be great. Und natürlich will man auch gerade im Mädchenfußball hier neue Wege gehen. So sagt die Sportministerin aus Australien, den Frauenfußball weiter nach vorne bringen. Es sind eine ganze Menge Schritte schon gegangen worden. Auch was sich hier bei uns in Deutschland jetzt entwickelt, der Fernsehvertrag für die Frauenbundesliga, die Vermarktung der Spielerinnen, diese EM in England hat wirklich die Herzen der Zuschauer geöffnet für den Frauenfußball in der ganzen Welt, respektive zuletzt ja bei der Europameisterschaft in England. I am confident will be the greatest ever Women's World Cup. A World Cup that will leave a life-changing legacy. So let's crack on with it. Kia ora, good luck in the draw and bonne chance à tout le monde. Und auch diese Worte kennen wir von olympischen Einführungsveranstaltungen. Es werden die größten Spiele, es wird die größte Frauenfußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten werden. Es ist die 9. Viermal die Amerikanerinnen erfolgreich, Deutschland zweimal, Japan, Norwegen. Wer wird der 9. Titelträger? Und nun der Präsident, Gianni Infantino. Hello, New Zealand.
Hello, Australia. Good day. More or less. Getting there. Still a few months to train. Hello, dear friends from all over the world. Welcome. Bienvenue, bienvenidos, ahlan wa sahlan, benvenuti, willkommen, and so on and so forth in all the languages of the world. What an emotion. Ja, Martina Voss-Tecklenburg ist auch da. Können wir gerade sehen, die deutsche Delegation. Und ein herzliches Willkommen des Präsidenten an alle teilnehmenden Nationen. It makes us feel home already now. Insgesamt gibt es ja 6 Konföderationen. Das heißt, in diesen Verbänden werden die Teilnehmer gesucht. Durch die Qualifikationsrunden. 11 Teams aus Europa sind dabei, 3 aus Südamerika, 4 aus Nord- und Mittelamerika, 4 aus Afrika, 6 aus Asien. Und natürlich die beiden Gastgeber, die dürfen wir nicht vergessen, Neuseeland und Australien. For the 1.5 million fans who will fill 10 beautiful stadiums in your 2 countries, for the 2 billion viewers who will watch this World Cup all over the world. 2 Billionen Zuschauer erwartet der Präsident an den Fernsehschirmen. Aber wie ich es vorhin schon erwähnte, leider keine gute Zeit für uns in Deutschland, in Europa generell. Die Top-Spiele morgens früh, ja, um 8:30 Uhr, um 9:30 Uhr. Davor vieles in der Nacht. Aber der echte Fußballfan im Frauenfußball, der steht natürlich für sein Land auch nachts um 3 auf. I leave, I would like to ask our Secretary General, Fatma Samoura, to join me on stage. Ja, die FIFA-Generalsekretärin wird auch noch ein paar einführende, freundliche Willkommensgrüße hier an die 800 beteiligten Zuschauerverbände geben. Da sehen wir die aus Senegal. Fatma Samba Diouf, Samoura. First to be staged in the Southern Hemisphere, first to be Hat in Senegal unglaubliche große Macht, was den Sport generell anbelangt. Und das war ein Schachzug von Infantino, sie hier zu nominieren als FIFA-Generalsekretärin. That it will be indeed, Mr. President, the most attended, the most viewed, the most beautiful, the most colorful, and the most spectacular World Cup. Ohne despektierlich zu wirken, aber auch das kennt man natürlich bei diesen Auslosungsverfahren. Lobende Worte aller Orten, strahlende Gesichter, natürlich hat man auf 32 erweitert, auch aus finanziellen Gründen, hat mehr Länder hineingepackt in die Fernsehverträge, natürlich die Sponsoren, die wir in jedem Stadion sehen werden. Es ist ein großer Finanzmarkt, ein großes finanzielles Spektakel, auch diese WM hier in Neuseeland und Australien. We welcome the world to Australia and New Zealand. Thank you very much. Thank you very much. Enjoy the evening. Und von vielen Betrachtern des Frauenfußballs stellt man sich natürlich auch die Frage, 32 Teilnehmerländer, sind die überhaupt schon so weit? Wer die Europameisterschaft verfolgt hat bei uns im Fernsehen, ARD, ZDF und die vielen Angebote natürlich auch im Streaming-Bereich, der wird auch Länder gesehen haben,
die gut mitgespielt haben, aber so weit sind viele Nationen längst noch nicht. Dennoch hat man den Schritt gewagt, diese Veranstaltung hier auf 32 Länder, ja, ich muss es ja leider sagen, aufzublasen. Nationen wie Haiti oder Vietnam. Und dann haben wir noch eine ganze Menge andere Nationen, die sich erst noch qualifizieren müssen in den interkontinentalen Playoffs. Also das werden Spiele sicherlich auch dann mal mit zweistelligen Ergebnissen werden, gerade wenn die Top-Nationen dann am Start sind. I started playing football when I was 6 years old. A shy girl, just loved the game. Back then, I called myself Pelé because if I'm a boy, I can play football. I regularly used to play in the boys' playground and get called into Sonntage detention. sahen wir gerade eine Weltenbummlerin im Frauenfußball. Die Geschichte, der Beginn vieler großartiger Talente, die zu Top-Spielerinnen wurden. I just love the game. Being on the big stage and be a part of something. Und nochmal der Rückblick zurück auf die Vergangenheit, auf die bisherigen 8 großen Titelkämpfe, die ausgetragen wurden. Erinnerungen an diese Zeit bis hin im nächsten Jahr 2023, wenn also hier der WM-Titel vergeben wird in Australien und Neuseeland. Die Amerikanerin 4-mal erfolgreich. Ich hatte es vorhin erwähnt, Deutschland 2-mal, Weltmeister 2003. In den USA, das war eine bittere Enttäuschung für die Amerikanerin. Dann 2007 in Shanghai. Opportunities need to be given to women coaches. They need to have support to give them the opportunity to be able to grow as coaches. Es waren die großen Jahre einer Top-Mannschaft aus deutscher Sicht. Tina Tonne-Meyer, die Verantwortliche, die Goldschmiedin, die die Titel holte für Deutschland als Trainerin. Pia Sonntage immer wieder mit dabei für die Amerikanerinnen, für Schweden. Und das waren großartige Erinnerungen, wie die Trainerin dort an der Linie, auch Martina Voss-Tecklenburg, Sarina Wichmann, die England zum Titel führte, vor ein paar Wochen erst. Und der Beginn 1991, der war beschaulich. Nur einige Nationen mit dabei, als es um den ersten Titel ging. Und die Amerikanerinnen haben dominiert in diesen vielen Jahren mit ihren Top-Mannschaften. Natürlich frühzeitig diese Profiliga etabliert in den USA. Viele Spielerinnen aus Europa sind auch dort rüber gegangen, um dann richtig gute Dollars zu verdienen. Sehr professionell aufgezogen in den USA, diese amerikanische Profiliga. Ja, schauen Sie rein unten, der Scroll, alles was dazugehört zu dieser Weltmeisterschaft. Auch ein großes Angebot bei uns im Online-Dienst. Sportstudio.de, einfach mal reinklicken. Da wird sich nach und nach dann immer mehr ansammeln an Informationen zu den Teams, zu den Austragungsstätten, den Stadien. Und jetzt wird es gleich losgehen mit der Auslosung zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 in Neuseeland und Australien. In 2015 and 2019 with the USA, Jill Ellis.
Jill Ellis. Da ist der Pokal, könnte man fast sagen, den sie alle gewinnen wollen. Diese Trophäe, Jill, it's so lovely to see you. als die Amerikaner den letzten Titel holten in Frankreich. Joe Biden sahen wir, den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Es gab große Ehrungen. Man hat gekämpft für Equal Pay, für die Gleichberechtigung, die Gleichbezahlung der Spielerinnen. Und Jill Ellis hat über viele Jahre als Trainerin den US-Verband geprägt. You're going to have experienced teams and obviously a host of new teams. This World Cup's going to have it all. It's not only going to be the best, it will be the most competitive World Cup we have seen in our history. You're certainly getting us in the mood, Jill. Women's football has reached new heights, both on and off the field. How exciting is it to be involved in this now, and what does the future hold for the women's game, do you think? Well, listen, this upward trajectory that we're in right now, it's not going to slow down. I mean, I'm biased, but you know, I think the world is hooked on women's Ja, football. sie stellt nochmal deutlich heraus, wie es ist, jetzt langsam alle Bemühungen hochzufahren. Man wird heute erfahren, gegen wen es geht. Man wird danach die Spielstätten besuchen. Und dann wird auch irgendwann der Kader stehen, der einzelnen Nationen, die sich bereit machen für dieses Turnier. Well said. Thank you so much, Jill. My pleasure. Let's please show some appreciation. Wie eine der Ehrengäste hier im Forum Jill von Ellis. Auckland bei dieser Auslosung. In a few moments, two more experts will take centre stage as Amanda Davis and Carly Lloyd will take over the proceedings for the technical draw. But before we leave, there is a story that needs to be told. Every player and every team dreams of performing on the world's biggest stage, but the journey is long and tackling the obstacles takes courage and commitment. This is all about the movement of women's football beyond greatness. Ja, beeindruckende Bilder der Stadien. Nochmal ein Flug quasi über die Austragungsstätten dieser WM. Die Begeisterung, die der Frauenfußball in den letzten Jahren erfahren hat. Und wenn wir uns gerade an die Europameisterschaft zurückerinnern, das waren wirklich fantastische Spiele auf hohem Niveau. Technisch, taktisch wunderbar anzuschauen. Und man hat einen wirklich großen Schritt in den letzten Jahren getan. Brasilien, Südafrika, alle Nationen sind hier qualifiziert, fiebern mit und wollen gleich wissen, auf welche Teams sie treffen. It's giving me goosebumps. Und die entscheidenden Momente, als man Fußballgeschichte geschrieben hat. It's the love for the game. We're taking the trophy home. Sorry. Calm down. Let's start again! Die Emotionen vieler großartiger Turniere und auch die kommende Weltmeisterschaft. Alle Top-Nationen sind qualifiziert, werden sicherlich beeindruckend werden.
Egal ob bei Asienmeisterschaften, Afrikameisterschaften, bei den zuletzt stattfindenden Europameisterschaft in England. Und nun also ruft Neuseeland und Australien. Die Auslosung wird jetzt gleich Dear guests, in please give a wenigen warm Minuten welcome to our beginnen. draw conducting team, Carly Lloyd and Amanda Davies. Und übernehmen werden das die beiden Damen, die jetzt hier hineinkommen in das Kongresszentrum von Auckland. Carly Lloyd, zweimalige Weltmeisterin aus den USA. Unterstützt wird sie durch die CNN-Moderatorin Amanda Davies aus England. For the FIFA Women's World Cup, Australia and New Zealand 2023. The excitement of heading into a draw is always magical. And I am thrilled to be sharing the stage with a footballing legend, a two-time FIFA Women's World Cup champion with the United States and two-time FIFA Player of the Year, Carly Lloyd. Carly. Ja, ein herzliches Willkommen an Carly Lloyd, zweimal Weltmeisterin aus den USA, zweimal die beste Spielerin der FIFA in der Welt. Eine Legende im Frauenfußball. Und sie wird natürlich mitzittern, mitfiebern, gleich wenn es darum geht, wohin wandert das Los der Amerikanerinnen. Wer wird zugelost? Und erwähnt schon mal aus deutscher Sicht die absoluten Hochkaräter, die gibt es zunächst einmal nicht für das DFB-Team. Da kann man denen aus dem Weg gehen, denn in einem der 4 Töpfe, die wir gleich sehen, mit den Nationen, sind die Topgesetzten laut FIFA-Weltrangliste, unter anderem auch Deutschland, die USA, Schweden, England, Frankreich, Spanien natürlich und auch die beiden Gastgeberländer Neuseeland, Australien, die gleich schon gesetzt sind als Gruppenköpfe. Aber es kann natürlich bei der Auslosung, das werden wir gleich verfolgen, durchaus dazu kommen, dass Deutschland eine Mannschaft aus dem Top 2 erwartet. Das ist Kanada, das sind die Niederlande, Brasilien, Japan, Norwegen. Also das ist schon hochkarätiger Frauenfußball, den wir da in Top 2 erleben werden. Dann 8 Nationen im dritten Auslosungstopf mit Dänemark, Schweiz, Irland, Kolumbien, Argentinien, Vietnam, Costa Rica und Jamaika. Und zum Schluss dann die doch schwächeren Nationen. Kate Campbell wird begrüßt. Olympiasiegerin aus Australien. Also es gibt zu den beiden, die Leiterinnen, als Leiterinnen fungieren, auch einige Assistentinnen. Ian Wright, früher englischer Nationalspieler, Gilberto Silva aus Brasilien. Weltmeister 2002, Pia Sundhage. Auch mit dabei, wird gleich auch mit Fiebern, mit Zittern. Wohin geht's für die Schwedin? Und auch einer der weltbesten Snowboarder ist mit dabei aus Neuseeland. Zoe Sadowski-Synnott. She was a pioneer for women's football in Australia, becoming the first ever captain of the Matildas, earning 18 caps over the course of a decade. Julie Dolan. Und Julie Dolan, Kapitän der Matildas. Auch sie wird mit dabei sein, gleich als Assistentin bei dieser Auslosung. A former England international striker with 33 caps with a goal-scoring record of 239 goals in 501 appearances. Ian Wright. 239 Tore, 501 Spiele. Der frühere englische Nationalspieler Ian Wright. Norina Wichmann sehen wir da in der Bildmitte, die Erfolgstrainerin aus England. Und da haben wir Ian Wright
Ganz sympathischer früherer englischer Nationalspieler. So, wen haben wir noch? Wen haben wir vergessen? Wen dürfen wir noch vorstellen jetzt? Two-time FIFA World Cup player Jeremy. Ja, es ist aus Kamerun. Einer, der auch Fußballgeschichte geschrieben hat. Jeremy wird mit dabei sein bei dieser Auslosung. For the United States at FIFA World Cup 1994 and represented his country 96 times. Alexi Lalas. Alexi Lalas kommt auf die Bühne, wird begrüßt. Wir erinnern uns an die Weltmeisterschaften in den USA. 1994. Auch da war das Inspiration für den amerikanischen Fußball. Diese Weltmeisterschaft, damals großartig organisiert, mit dem Titelgewinn für Brasilien. Australia playing host to a FIFA Women's World Cup. No, never. And it's probably something every pioneering Matilda dreamed of. And maybe even wondered, you know, if they'd ever see that day. So, but it really makes all the hard work that much more worthwhile. So, you know, the thousands of cakes that we baked and sold just to get money to travel to tournaments and the endless car washes. It was a matter of doing, you know, whatever it took. And each generation of Matildas did that. And here we are today, like, wow, like just wow. You know, I mean, I think every pioneering player will feel this is a part of them. There is so much I want to ask about the cake Tja, Julie baking. Dolan, die über die Anfänge des australischen Frauenfußballs ein paar Einblicke gab. What is it going to take for USA to win a third World Cup in a row? All right, it's going to be different. I mean, look, we are so proud of our U.S. women's national team, both on and off the field. Alexi Lalas, der gefragt wird, wie denn die Chancen stehen auf den dritten Erfolg nacheinander für das amerikanische Frauenteam. Having said all of that, look, everybody is gunning for us. Everybody is coming. Some people say some have even caught up. But I tell you what, they're coming for that crown. You come for America, you best not miss. And we will be ready. 2015 das Finale in Vancouver in Kanada, 5:2 gegen Japan. 4 Jahre später die Amerikaner wieder top. Ganz oben auf dem Podest nach dem 2:0 Finalsieg in Frankreich, in Lyon gegen die Niederlande. I mean, fighting talk from Mr. Alexi Lalas, but one of the things all the teams will have to deal with is a passionate sporting crowd. And Kate, that is something that you are used to in these parts. I mean, just tell us a little bit more about what people should expect. I think it's something that has been really missed over the past 2 years, both by the fans and the athletes. Kate Campbell, that atmosphere, that excitement, dreimal that Olympiagold gewonnen. Everyone learn the words als to Waltzing Matilda. Schwimm-Olympiasiegerin. It is going to be played often, loudly, especially when the Matildas come out on field. And I think that Australia and New Und Zealand sie hat auch ihr Herz entdeckt für die Matildas, für die Australierinnen, die mit großem Enthusiasmus, mit dem entsprechenden Spirit hier dann in diese Gruppenspiele, in diese WM gehen werden. You've been warned. We're heating up here. Jeremy, this has been a landmark moment for the African nations. More teams than ever at a FIFA Women's World Cup. Ja, Jeremy wird gefragt, das ist ein großer Moment. Viele Teams aus Afrika mit dabei. Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika, wobei sich Marokko und Sambia erst noch qualifizieren müssen in dieser Interkonföderations-Playoff-Runde. For the development of women football. The potential is there, for sure. I hope the nation who will represent Africa for this coming next World Cup will perform well. That will, for sure, encourage these young girls
to practice this magnificent sport, which is football. Also Marokko, Nigeria, Sambia, Südafrika qualifiziert unter den 29. Die 3, die noch dazukommen, die gibt es dann Mitte Februar in Australien und in Neuseeland bei diesen Konföderationen-Playoffs. Mit dabei da Portugal, Kamerun, Thailand, Chile, Senegal, Haiti, Chinese Taipei, Papua-Neuguinea, Paraguay und Panama. Also da werden sie nochmal 3 Teams dann für die 32 Mannschaften komplettieren. FIFA Women's World Cup and seeing what countries are going to be playing what. Well, thank you so much for joining us. It's fantastic to have you here. Now that our 8 special guests are in position, the wait is over. Let's have a little look at how the draw is set to work. So, alle 8 Paten für die einzelnen Gruppen sind vorgestellt. We have a great team, so let's make it count. 32 nations will be vying Und for nun geht es success zum at the FIFA Women's Prozedere World dieser Cup Auslosung. 2023 32 in Australia and New Zealand. Nationen werden Let's teilnehmen. focus on the basics. For the draw, there will be 4 pots, each Es gibt containing 8 insgesamt teams. 4 Lostöpfe The pot allocation for the teams mit is jeweils decided by 8 the latest Nationen, FIFA wobei in Coca-Cola Top Women's 5 World Ranking. With the 6 nur top-ranked 5 put into Nationen pot im 1, Moment sind. Die along 3 with kommen ja co-hosts aus New Zealand and Australia. der Qualifikationsrunde Mitte Februar noch mit dazu. Der Top 1, die absoluten Top-Nationen, USA, Schweden, Deutschland, England, Frankreich, Spanien, die beiden Gastgeber. Dann der Top 2, Kanada, Neuseeland, Brasilien, Japan, Norwegen, Italien, China, Südkorea. Dann der Top 3 mit Dänemark, Schweiz, Argentinien und am Ende die doch schwächeren Mannschaften nach der FIFA-Setzliste, unter anderem Nigeria, die Philippinen, Südafrika, Marokko und Sambia. United States of America, Sweden, So, hier haben wir nochmal alle Nationen im Top 1. Also das sind die top-gesetzten laut FIFA-Weltrangliste. Dann noch einmal der Überblick im zweiten Topf. Kanada, die Niederlande, Brasilien, Japan, Norwegen, Italien, China und Südkorea. Dänemark, Finalist 2017 bei den Europameisterschaften, die Schweiz, Irland, Kolumbien, Argentinien, Vietnam, Costa Rica und Jamaika. Und dann haben wir hier in dem 4. Lostopf Nigeria, Philippinen, Südafrika, Marokko, Sambia. Das sind nur 5, ich hatte es erwähnt. 3 Nationen kommen noch dazu aus den Playoffs im nächsten Jahr. Und das sind auch durchaus Mannschaften, die zu beachten sind. Denkt da an Portugal, Chile, ein 0:0 der deutschen Mannschaft in einem Vorbereitungsspiel im letzten Jahr. Paraguay. Also auch da ist einiges zu erwarten. Das sind jetzt die 8 Gruppen. Und aus dem Top 1 wandern jetzt gleich bei der Auslosung jeweils ein Team als Gruppenkopf in diese 8 verschiedenen Gruppen von A bis H und der Rest wird dann jeweils immer aus einem Topf hinzugewählt. Ausgelost. Es ist ein FIFA-Grundsatz, dass man immer nur eine Nation aus einem Konföderationsverband in einer Gruppe haben möchte. Ganz anders sieht es natürlich da bei den Europäern aus. 11 sind qualifiziert. Deshalb darf man da auch mit 2 Mannschaften in einer Gruppe spielen. Andererseits wandert dann das Los in den nächsten Lostopf bei den Konföderationen, wo es nur eine Mannschaft gibt, die zugelassen ist in der jeweiligen Gruppe. Hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber wir werden das gleich beim Auslosungsprozess sehen. Alles ganz klar geklärt, ganz klar die Regularien.
Und jetzt geht's also gleich los. And all of our viewers watching around the world, it is the moment you've been waiting for. It's now time for the start of the draw for the FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023. Let's have a look at the teams in Pot 1. Alle sprechen immer von einer langweiligen Auslosung. Aber am Ende fiebern sie doch alle mit, wenn es um die Lose geht, die in die einzelnen Gruppen wandern. Kurze Vorstellung des ersten Auslosungstopfes. Wir sahen Neuseeland, dann Australien als die beiden Gastgeber, die Amerikaner. Schweden. Großer Erfolg der Vize-Weltmeister-Titel 2003. Dann Deutschland natürlich. England. Mit den Titeln 2003, 2007. England. Eine Frauenfußballmacht langsam in Europa mit dem Gewinn des EM-Titels. Und auch Frankreich. Immer dabei, wenn es um den Titel ging. Zuletzt die WM 2019 im eigenen Land. Spanien komplettiert diesen Top 1. Auch die Spanier mit einer super Serie hinein in dieses Finale, in diese WM ohne Niederlage in der WM-Qualifikation. Maya, could you please step up to pot 1 and draw the blue ball to confirm the first co-host, New Zealand? So, jetzt wird ausgelost. Neuseeland. New Zealand are participating in their 6th FIFA Women's World Cup and their 5th in a row, having been present at each final tournament since 2007. 6. WM-Teilnahme für Neuseeland. In Group A. Kate, please could you step Größte up Erfolge, 6-mal Ozeanienmeister. ball to confirm their position. A1. As is traditional, New Zealand the co-host. So, und jetzt geht Neuseeland als Gruppenkopf, Maya, could you please step up to als pot 1 and A1 draw the yellow ball? in diese Gruppe Their A. co-host, Australia. Und die beiden Kugeln, die sind farblich gekennzeichnet, weil diese beiden Mannschaften vorgesehen sind als Gruppenköpfe für diese Gruppe A und B. Die 8. Teilnahme bei einer WM in diesem im kommenden Jahr für die Australierinnen. Sam Kerr, 3. bei der Wahl zur Weltfußballerin. B1. Position B1 for Australia. Und Australien geht also in die Gruppe B als Gruppenkopf B1. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt schauen wir, wer aus den letzten Losen hineinkommt. 6 sind noch im Topf. Spanien. Spain are appearing in their 3rd successive FIFA Women's World Cup after making their debut at Canada 2015. So Spain into Group C. Ja, Spanien, unglaubliche Entwicklung im Frauenfußball. Alexi Putellas zur Weltfußballerin gewählt. Ohne Niederlage in der Qualifikation. Die 3. WM-Teilnahme. Auch wenn es zuletzt ein bisschen Ärger mit den Spielerinnen, mit George Wilder, den wir da gerade sehen, dem Nationaltrainer gab. War die Rede von Boykott, schlechtem Verhältnis, Trainer, Spielerinnen. Spanien geht also als Gruppenkopf in die Gruppe C. England. Und England. Recently crowned European champions, England Der are Europameister. participating in their 6th FIFA Women's World Cup and 5th in succession. So Group D for Großartige England. Erfolge in den letzten Jahren. Da hat sich viel bewegt in England. Sarina Wichmann, die Trainerin aus Holland, die dieses Team zum Titel führte. Europameister WM Dritter 2015. England, Gruppenkopf in der Gruppe D.
Draw the next team, please. So, Deutschland ist noch mit dabei. Auch Schweden. Und USA! die USA. The United States of America have won the Gruppenkopf last two E. editions of the FIFA Women's World Cup and are the most successful team in the Viermal den history Titel of bereits the tournament gewonnen. with 4 titles. Die Amerikanerinnen. Your smile really does get bigger every time you say that. Group E for the USA. Ian, over to you, please. Please step forward to pot E and draw the red ball. So, Ian Wright zieht. Position E1 for defending champions. Und die Amerikaner Maya, could you please rennen draw the also next team from pot 1? in der Gruppe E als Gruppenkopf. So, wer ist noch mit dabei? Deutschland, Frankreich. Frankreich. Quarterfinalists on home soil in 2019. Viertelfinale France are participating in their 2019 fifth im FIFA eigenen Women's World Land. Cup and fourth in succession. So France into Group F. Ian, please step forward to pot WM F. Vierter 2011, Halbfinale 2022 gespielt, gegen Deutschland dann knapp verloren. Die 5. Weltmeisterschaft. Corinne Diacre ist auch hier die Trainerin der Französin. Position F1. Da sehen wir sie in der Bildmitte. Immer wieder Two teams versteinertes remaining. Let's see what Gesicht one ohne will be Mimik. drawn next. Mal gucken, ob sie sich gleich freut, wenn es um die nächsten Lose geht. Also Frankreich in der Gruppe F. Sweden have never missed a FIFA Und Women's in der World Gruppe Cup G and have dann reached the semifinals Schweden. of the tournament on 4 occasions. So Sweden into Group G. Alexi, that means it's over to you. Please step forward and draw the red ball. Sieben Siege, ein Unentschieden in der Qualifikation. Großartige Spiele absolviert. Der Vize-Weltmeister von 2003. Die 9. Teilnahme. Ein Urgestein, das immer dabei war. Und wenn jetzt nicht viel schiefgegangen ist bei der Auswahl der Lose und der Lostöpfe. Deutschland geht also in die Gruppe H. Successfully maintained their record of appearing at every FIFA Women's World Cup since the first edition in 1991. 1991 dabei, zweimal Weltmeisterin geworden, da in der Bildmitte Alexi, please step die forward and Bundestrainerin draw the remaining red ball. Martina Voss-Tecklenburg. Und Deutschland jetzt in der Gruppe H. Die Spiele werden ausgetragen in Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane. Das sind die Austragungsstätte. Und wohin es die deutsche Mannschaft dann verschlagen wird, das werden wir jetzt anhand der weiteren Auslosungen aus den nächsten Töpfen erleben. Also Deutschland in der Gruppe H. So, nun die Vorstellung der qualifizierten und teilnehmenden Länder im zweiten Lostopf. Top-Nationen mit dabei: Brasilien, Kanada, China, Japan. Größter Erfolg, die WM in Deutschland 2011 in Frankfurt. Das Finale, Vize-Weltmeister 2015. Die 9. Teilnahme, die Japanerin immer mit dabei, wenn es um den Titel ging. Aber ein bisschen an internationaler Klasse hat die Mannschaft dennoch verloren. Halbfinale Asienmeisterschaft. Die Niederlage im Elfmeterschießen gegen China. China neunmal Asienmeister. Und auch Südkorea mit dem zweiten Platz bei der Asienmeisterschaft hinter China qualifiziert für diese WM. 4. Teilnahme im nächsten Jahr. So, Kanada und die USA dürfen also nicht in dieselbe Gruppe. Das wird gerade nochmal erklärt. Das wäre die zweite Nation einer Konföderation.
So, und wer geht jetzt Winners in aus 1995, Norway Top have never 2 missed a FIFA Women's World in Cup die final Gruppe A? tournament Das since ist 1991. Norwegen. So Norway drawn into Group A. Kate, please step up to pot A and do the honours for us. Norwegen jetzt zusammen also mit Australien und sie sortieren sich ein oder werden einsortiert So that means we have als the opening fixture A2. of next year's World Cup confirmed. Norway against New Zealand right Und damit here haben wir auch das in Eröffnungsspiel in Auckland. Neuseeland trifft also Gilberto, could you please auf give the Norwegen. balls a spin, please? Draw the next team from pot 2. Kanada. It is Canada's 8th straight qualification for the FIFA Women's World Cup. Their best showing came at USA 2003 Kanada, when they Olympiasieg finished in 2020, 4. fourth place. Platz bei der WM 2003. Die 8. Teilnahme für Kanada wandert also in die Gruppe mit Australien. Platz 2 bei den Titelkämpfen in diesem Jahr, 0:1 im Finale gegen die Amerikanerin verloren. Position B4 for Canada Und sie in the werden same group as Coast. einsortiert in die Gruppe B Please draw the next team from pot als 2, please. B4. Nun die Gruppe C. Japan. Japan. 2011 FIFA Women's World Cup winners, Japan are the only Asian nation to have featured in all 9 editions of the FIFA Women's Ja, einzige World Cup. Mannschaft aus Asien, die immer dabei war. Die 9. Teilnahme So jetzt. Zoe, that's over to you. Please step up to pot C and draw. Und China wandert also jetzt in die Gruppe C. Jetzt müssen wir nur noch schauen, an welcher Stelle die Mannschaft einsortiert wird. Das hat dann damit zu tun, welche Spiele in welcher Reihenfolge zu absolviert werden. C4 for Japan. Und die Japanerinnen also in der Gruppe von Spanien auf C4. Weiter geht's. China, PR. The People's Republic of China will be seeking their 8th straight run to the knockout China. phase of the FIFA Women's World Cup. In 1999, Neunmal they finished runners-up after a Asienmeister. dramatic penalty shootout with USA. 1999 Vize-Weltmeister. China going into Group D. In die Gruppe D wandert also jetzt China. And draw one of those balls for us. Es ist die 8. Teilnahme im nächsten Jahr für die Chinesinnen. Aber die ganz großen Erfolge sind auch Vergangenheit. Trotzdem Sieger der Asienmeisterschaft in diesem Jahr 3:2 gegen Südkorea nach einem 0:2 Rückstand. Also der Kampfgeist, der ist immer wieder da bei den Chinesinnen. Und sie wandern in die Gruppe D mit England als D4. Netherlands. Die Niederlande, durchatmen aus deutscher Sicht, könnte man fast sagen. Runners-up to the United States in 2019. Die Niederlanden ist die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg schon mal aus dem Weg gegangen jetzt in der Gruppe E. Aber das wird eine, wie sagen die Amerikaner, taffe Gruppe werden. Mit dem Weltmeister Niederlande, also in der Gruppe E. Europameister 2017, Vize-Weltmeister 2019, das waren fantastische Jahre mit Sarina Wichmann. Aber auch hier doch eine enttäuschende WM gespielt, EM im letzten Jahr, dann dieses Jahr die Europameisterschaften. Und sie wandern als E3 in die Gruppe E. Nun die Gruppe F mit Frankreich als Gruppenkopf. Norwegen, Südkorea. Brasil.
Es ist Brasilien. I didn't even need to know what team it was. Your face gave Also it die away. Gruppe F. Ever present in all 9 editions of the FIFA Brasilien. Women's World Cup, Brazil's best achievement is reaching the Pia 2007 final, which they lost 2-0 Tja, was wird sie to Germany. So denken? Brazil Zweimal heading Olympiasieger into Group ist sie mit den F. USA geworden. Ian, please step 1:2 forward das and let Finale us know what 2016 gegen Deutschland verloren. Das war eine Riesenenttäuschung, wie sie selber sagt. Jetzt mit Frankreich in der Gruppe F. Das heißt also aus deutscher Sicht Italien und Südkorea. Das ist absolut machbar, denke ich. F3 for Brazil, Brasilien geht also als F3 Gilberto, 2 more teams remain. Let's see what in diese Gruppe next from pot 2. F. 2 Gruppen haben wir noch mit Gruppenkopf Schweden und Deutschland. 2 Lose sind noch da im Topf 2. Und es ist Italien. Italy are making back-to-back Das appearances heißt, die at the deutsche FIFA Mannschaft Women's World Cup, having bekommt ended es their in der 20-year Gruppe H absence from the tournament mit at France Südkorea zu 2019. tun. Unangenehmer Italy Gegner, into Group aber G zu den Erfolgen, alongside Aussichten Sweden. gleich noch ein Alexi, Wort, please step up to pot G wenn for dieses us. Los dann auch bestätigt wird. Also Schweden in der Gruppe G. G3. Position G3. Italien also Last team from pot G3. 2. Gilberto, please to confirm. So, nun, wenn alles wieder gut gegangen ist und wir mitgezählt haben, die Lose richtig verpackt worden sind, wird Korea und Republic. muss das sein. Korea Südkorea, Republic are competing in Zweiter their der fourth Asienmeisterschaften FIFA hinter Women's China. World Cup and their third in a row with their best 2:3 im performance Finale record coming in unterlegen. Der Blick 2015 wieder when they rüber reached the knockout phase. zum Trainer Colin Bell. Seit 2019 ist er da verantwortlich für Südkorea. Alexi, back to you, please. Und vielleicht der Blick, na, er kam nicht Richtung deutsches Lager, möchte ich mal sagen. Also, in die Gruppe H mit Deutschland wandert Südkorea H4. als H4. Position H4 for the Korea Republic. Alexi, thank you very much. Gilberto, thank you too. That means we're now at the halfway stage. Das heißt, es wird das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am 3. August sein in Brisbane. Das steht auch jetzt schon mal fest. Denmark. Jetzt geht's doch relativ flott hier bei der Auslosung. Das ist schön. Kommt ein bisschen Drive rein, ein bisschen mehr Spannung noch. Die Schweiz, Dänemark könnte auch in die deutsche Gruppe kommen. Irland. Colombia. Kolumbien. 0:1 unterlegen bei der Copa America gegen Brasilien. Argentinien. Ja, bei den Männern eine der Top-Nationen, aber hier im Frauenfußball Vietnam. ist das leider Gottes nicht mehr die Top-Adresse. Vietnam in diesem Costa Top Rica. 3. Debütant im nächsten Jahr. Und auch Costa Rica ist in der Gruppe mit Jamaika. Für Costa Rica die zweite WM-Teilnehmerin nach 2015. So, aus deutscher Sicht, glaube ich, hätte es viel, viel schlimmer kommen können, wenn wir mal drauf gucken auf das Auslosungstableau. Also eine Gruppe mit Spanien, Japan, das ist großartiger Fußball, England, China, USA, Niederlande, Frankreich, Brasilien, also die deutsche Mannschaft bisher, ja, bisschen vom Glück verwöhnt, könnte man sagen. Aber auch die Spiele müssen natürlich erstmal gespielt werden. Wir gehen jetzt in den Topf 3 Switzerland. und beginnen Switzerland's only previous appearance mit der at the Schweiz. FIFA Women's World Cup was in 2015 Also auch when they progressed through die to the round Schweiz of 16. werden wir nicht in der Gruppe von Deutschland erleben. Zweiter hinter Italien in der WM-Qualifikation. Fabienne Hum erzielte das Tor gegen Wales in der 121. Minute.
im Playoff gegen Wales. Also glücklich die Schweizer mit dabei mit ihrem Trainer Nils Nielsen. Position A4. WM-Teilnehmer 2015 in Vancouver. Also die Schweiz in die Gruppe mit Neuseeland und Norwegen als A4. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica are featuring at the FIFA Women's World Cup for the second time after making their debut Zweite at WM-Teilnahme. 2015. So Costa Rica unable to be Platz placed 4, into was die Group B Qualifikation because they're in the same anbelangte confederation as bei der Canada. That means that they get CONCACAF-Meisterschaft. placed into Group C. So Zoe, please step forward to Pot C for us. C2. Position C2 for Costa Rica. Not a bad opening game for them against Spain. Also das Eröffnungsspiel in der Gruppe bestreiten der erste und der zweitgezogene. Das heißt Spanien gegen Costa Rica in der Gruppe C. Wir wandern rüber zur Gruppe D. Republic of Ireland. Irland. The Republic of Ireland have qualified for the first time for the FIFA Women's World Cup Zum after ersten Mal beating dabei Scotland in the European playoffs. Bei einer Weltmeisterschaft. Das ist das zweite Land Kate, please step aus der UEFA and confirm their position. Konföderation-Gruppe. B2, it means they will be the opening opponents for co-hosts Australia. B2. Wow. And there we have it. What Und an Irland opening wandert World deshalb Cup fixture for the Republic. hinein in die Gruppe B. Ich hatte es erklärt, der FIFA-Grundsatz. Nur eine Nation möglich, eine Konföderation für eine Gruppe. Also Irland geht in die Gruppe B. Denmark. Two-time quarterfinalists Denmark have ended a 16-year absence from the FIFA Women's World Cup by qualifying for next year's tournament. Denmark heading into Group D. So Zoe, please step forward and let us know their position. Dann haben wir die Gruppe D jetzt mit Dänemark. D3. Position D3 for Denmark in the same group as England and the People's Republic of China. Julie, you know the deal. Please select the next Die Gruppe D, also to confirm the next team mit from pot 3. England, Dänemark, China. Jamaica. Jamaica will make their second successive appearance at the FIFA Women's World Cup by following their debut participation in France. So Jamaica unable to head into Group E because they're the same confederation as the USA. That means that they are placed into Group F. Also Jamaika muss auch wechseln. Ian, please step Wäre forward. aus derselben Konföderation wie die USA und wechselt jetzt in die Gruppe F. Mit Frankreich, Brasilien. F2. Und startet dort Position als F2 F2, for Jamaica, their opening F2, game against France. Jamaika Julie, could you please select mit the Frankreich next und team from Brasilien. pot 3? Vietnam. Vietnam. Vietnam have made history by becoming the first team from the nation to qualify for a men's or women's FIFA World Cup final tournament. Erste WM-Teilnahme, der Debütant. Heading into Group E for next year's tournament. Ian, Geht in die please Gruppe step forward E. to Pot E for us. Mit den USA und den Niederlanden.
Siegerin in den Playoffs bei den Asienmeisterschaften. 2:1 gegen Taiwan. Also, das haben wir jetzt fix. In der Gruppe E, USA, Vietnam und die Niederlande. Kolumbien und Argentinien sind noch offen. Argentinien. Argentina are competing in their 4th FIFA Women's World Cup and 2nd in a row following their last. 4. Teilnahme nach 2003, 2007, 2019. Wir erinnern uns aus deutscher Sicht Shanghai 2007, das Eröffnungsspiel, gab es ein 0:11 aus Sicht der Mannschaft aus Argentinien. Jetzt in der Gruppe mit Schweden und Italien. Und sie werden gesetzt an Gruppenposition G4. Position G4 for Argentina. Argentinien. Against Italy. Dritter der Copa America. Halbfinale gegen Kolumbien verloren. Und nun, was bleibt noch über? Colombia. Colombia's 3rd FIFA Women's World Cup and their best showing was in 2015 when they qualified for the knockout phase for the first time. So Colombia Finale der Copa 0:1 nur gegen Brasilien verloren. Please, Alexi, to confirm their position. Und Kolumbien, wir schauen, auf welcher Position diese Mannschaft, die in der Gruppe H mit Deutschland zugelost wird, das ist H3. Position H3 for Colombia, their opening game against the Korea Republic. Das heißt, die deutsche Mannschaft wird am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien treffen. Also aus deutscher Sicht bisher Südkorea, Kolumbien, das sind Lose. Nigeria. Da kann man absolut zufrieden sein, wird sich sicherlich auch die Bundestrainerin denken. Wir kommen zum Los Top 4 mit Marokko, Nigeria, den Philippinen, Sambia, Südafrika. Es sind 5 Nationen nur, also 29 sind in den Lostöpfen. 3 fehlen noch und das sind diese 3 Nationen, die nochmal ran müssen in den interkontinentalen Playoffs Mitte Februar in Neuseeland und in Australien. In der Gruppe A Portugal, Kamerun, Thailand, dann Chile, Senegal, Haiti, Chinese Taipei, Papua-Neuguinea, Paraguay und Panama. Das sind insgesamt 10 Nationen, die sich um die letzten 3 Plätze verdient machen wollen. Group C, playoff winner. So, pot 4, we're down to the final pot, and as we've seen already, we might have some additional constraints when drawing these teams, especially the 3 playoff tournament winners. Let me just remind you, these playoff tournament placeholders have constraints based only on the top 4 seeds in the playoff tournament. They are Portugal, So, hier nochmal der Überblick der Top 4, also Nigeria, Philippinen, Südafrika, Marokko, Sambia und dann die 3 Teams, die sich noch in den Playoffs qualifizieren müssen. Also aus deutscher Sicht bisher wirklich ist alles super gelaufen. Nochmal, natürlich müsste man diese Spiele erstmal absolvieren und spielen. Aber Kolumbien, Südkorea gehören nicht zur Beletage des absoluten Frauenfußballs. The Philippines team is the first team from the nation to qualify for a men's or women's FIFA So, World Philippinen Cup sind final ausgelost tournament. jetzt. So, completing Group A, the Philippines. Kate, please step forward. Debüt 2023 auch für die Philippinen. Halbfinale der Asienmeisterschaft. Gegen Südkorea 0:2 verloren. War auch einer der größten Erfolge dieses kleinen Verbandes. A3 for the Philippines. Also Philippinen jetzt, damit haben wir die Gruppe A komplett. Neuseeland, Norwegen, Philippinen und die Schweiz.
Jetzt kommen wir zur Gruppe B. Group C Playoff Winner. So, das ist jetzt der Gewinner der Playoff-Gruppe, die nächstes Jahr, wie gesagt, erstmal zur Austragung kommt. Chinese Taipei, Papua-Neuguinea, Paraguay und Panama. Das sind also die 4, die sich dort durchsetzen wollen und einen Platz ergattern wollen. Und aufgrund des FIFA-Grundsatzes geht eine dieser Mannschaften in die Gruppe F. Frankreich, Jamaika, Brasilien. F for the position for the Group C playoff winner. Jeremy, could you please draw Also the next Playoff-Gewinner aus der Gruppe C. Gesetzt auf die 4. Position der Gruppe F. Nigeria. Nigeria. Nigeria are the only African team to have qualified for all 9 editions of Einzige the FIFA Mannschaft Women's World Cup. aus Afrika, die sich 8-mal qualifizieren konnte, zum 9. Mal mit dabei im nächsten Jahr. 11-mal Sieger beim Afrika Cup, Viertelfinale 1999, einer der ganz großen Erfolge. Und die Mannschaft wandert in B3. Could you please draw the next team from pot 4? Also auch die haben wir komplett. Australien, Irland, Nigeria, Kanada. Zambia. Zambia. are competing at the first FIFA 3. Platz beim World Afrika Cup. having earned their spot via the 2022 Women's Africa Cup 1:0 gegen Nigeria gewonnen. 2020 Olympiateilnahme. Aber auch einer der Debütanten im nächsten Jahr. Sambia geht also in die Gruppe C. C3. Position C3 confirmed Als for Zambia. C3, also Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan. Also da sollten sich die Spanier mit den Japanerinnen durchsetzen. Group B Playoff Winner. So, da haben wir wieder einen Kandidaten aus der Playoff-Runde. Also Chile, Senegal oder Haiti. Das ist diese Gruppe B in den Playoffs, dieses Dreierfeld. Und das wechselt, die Mannschaft, die sich dort qualifiziert, wechselt jetzt hinein dann in die Gruppe D als D2, bleibt ja nur noch D2 übrig. Also Playoff-Winner der Gruppe B aus dem nächsten Jahr in Neuseeland und Australien. So, was ist noch dabei? Südafrika haben wir noch. Marokko. Group A Playoff-Winner. Und der Playoff-Gewinner der Gruppe A. Das ist Portugal, Kamerun und Thailand. That means we head back to you, please, Ian, to confirm their position. USA, Vietnam, Niederlande und ja. Position E4 confirmed for the Group A. Der Playoff-Gewinner aus der Gruppe A wandert also in der Gruppe mit den Amerikanerinnen in die Gruppe E hinein. Südafrika, Marokko noch offen. Südafrika. 2023 marks South Africa's Südafrika. second successive appearance at a FIFA Women's World Und damit Cup. steht der letzte Gegner Group G is where South Africa will be der deutschen playing Mannschaft their auch football, fest. which means we head over to you, Alexi, please. Wenn auch da alles mit rechten Dingen zugeht, Alexi Lalas zieht, muss das jetzt G2 heißen und so ist es. Schweden, Südafrika, Italien. And this is it.
Jeremy, und could you Argentinien. please draw Also auch the hier next ball to confirm Schweden als the Gruppenkopf. last and final team? Italien oder Argentinien, die könnten sich durchsetzen ins Achtelfinale dann. Und Marokko geht It's the first time Morocco has qualified for in the die FIFA Gruppe der Women's deutschen World Cup Mannschaft. and the first time an Arab nation will play in the finals. So Morocco Eine der Neulinge, heading Platz 2 beim into Afrika Group Cup, H. Finale 1:2 Alexi, gegen Südafrika please do the verloren. honors and draw the Ein Verband, der final viel investiert hat in den letzten Jahren. Ein neues Trainingszentrum hat man aufgebaut. Viele Trainer aus Europa rübergeholt. Also da entsteht etwas in Marokko. H2, Und Deutschland also mit Marokko, Kolumbien und Südkorea und die Bundestrainerin, die kann zufrieden sein. And there you have it. Martina The draw for the Voss-Tecklenburg, FIFA die wir Women's gerade World sahen. Cup 2023 has Das been heißt also, completed. Marokko ist dann das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft. Am 24. Juli in Melbourne. Playoff tournament. It has all been teed up perfectly as we head towards next year's main event. Let's just Ja, das waren have spannende Momente. a final look at the 8 groups. An der einen oder anderen Stelle mit In Group A, New diesem Zealand, FIFA-Grundsatz, dass nur Philippines ein and Land einer Switzerland. Konföderation in Group eine B, Gruppe darf. Australia, Republic Vielleicht of ein Ireland, bisschen Nigeria schwierig and nachzuvollziehen, aber Canada. wir haben das ja auch In Group C, Spain, grafisch für Sie Costa Rica, vorbereitet. Jamaica, Neuseeland, Norwegen, die Zambia, Philippinen, Japan. Schweiz, In dann Group D, Australien, England, Irland, the Group Nigeria, B, Kanada, playoff winner, Spanien, Costa Rica, Denmark Sambia, and the People's Japan, Republic of schwierige China. Gruppe für Spanien. USA, Die Gruppe Vietnam, E, Netherlands, Group da A sollten sich die playoff Amerikanerinnen mit den Niederländerinnen durchsetzen. France, Jamaica, Frankreich, Brazil Brasilien. and the Group C playoff Mein winner. Tipp für die Gruppe Group G, F. Sweden, South Africa, Die Italy, Gruppe G Argentina. dann auch And mit Group Schweden H, als Gruppenkopf der Germany, Topfavorit. Morocco, Colombia Und man muss es wirklich sagen, die deutsche Mannschaft hat richtig gute Lose erwischt. Mit Marokko, mit Kolumbien, mit Südkorea. Also ist gut gelaufen, sehr gut gelaufen für das Team um Martina Voss-Tecklenburg. Nochmal hier die Übersicht der 8 Gruppen. Ja, alles gut gelaufen. Alle Lose waren im Topf, alles richtig im Sinne der deutschen Mannschaft ausgelost, sollte man fast sagen. Also für mich die Top-Gruppen sicherlich die Gruppe A, Kanada, Australien, in der Gruppe B auch zu beachten. Spanien wird es schwer haben, sollte aber mit Japan Richtung Achtelfinale gehen. Dänemark, China, England. Spannende Gruppe D. Mit dem Europameister, der Weltmeister mit den Niederlanden sollte problemlos in die nächste Runde gehen. Frankreich, Brasilien, Schweden mit Italien, die beiden Europäer in der Gruppe G und dann die deutsche Mannschaft mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Also für die, die jetzt schon mal schnell buchen wollen. 24.07. in Melbourne, Deutschland gegen Marokko. Das erste Spiel dann die deutsche Mannschaft gegen Kolumbien in Sydney am 30. Juli und zum Schluss im Gruppenfinale dann am 3. August in Brisbane die deutsche Mannschaft gegen Südkorea. Ja, alle ganz zufrieden, strahlende Gesichter aller Orten und Bier-Sonntage, die wir nochmal da in der Bildmitte sehen, mit ihrem Team ganz gut aufgehoben, denke ich, in der Gruppe F. Eine der ganz großen Trainerinnen im Frauen-Weltfußball in den letzten Jahrzehnten. Vielen Jahren, muss man sicherlich sagen. Do you believe they're capable of taking on the world, maybe even beating the world? Yeah, I'm quite confident we can take on the world. I think European champions in our own backyard. Ian Wright, der nochmal hier gefragt wird zu den Aussichten von England in der Gruppe D als Europameister. Natürlich top gesetzt mit Dänemark, China. Also die beiden Ersten einer jeden Gruppe kommen weiter in die nächste Runde. 8 mal 2 macht 16, das sind die Achtelfinalpaarungen. Dann in der K.O.-Runde Viertelfinale, Halbfinale und dann das große Finale
it's something that we're all looking forward to. Am 20. August im Stadium Australia. Sarina Wichmann, die wir da in der Bildmitte nochmal sehen. Sie strahlt. Sie strahlt. Ich glaube, das kann sie auch bei diesem Los machbar, die Gruppe, wie man so schön sagt. Auf alle Fälle für das Team aus England. I mean, I'm confident about the group, but it's really not about the group because there's a lot of games to be played in a World Cup, and the competition just keeps getting stronger and better. And with 32 teams, I mean, this is going to be the best and the biggest. And I'm truly really excited. The USA mentality has always been about us, and Portugal, for starters, Kamerun they oder all need to Thailand. believe that they can do it. It is not impossible. It is going to be hard. Und sie sollten es schaffen. Da wird natürlich ein bisschen Understatement betrieben. I have full confidence in them, and I hope that they can bring this trophy home. Well, the countdown is on. Von Carly Lloyd. Thank you so much for your expertise. How amazing. Sie werden den Pokal schon mit nach Hause bringen und dann wäre es der dritte Erfolg der Amerikanerin nacheinander bei diesem großen WM-Turnier im nächsten Jahr dann in Neuseeland und Australien. Ja, das war's hier aus Auckland von der Auslosung. Noch einmal aus deutscher Sicht gute Lose, die uns oder der deutschen Mannschaft da zuerkannt wurden. Marokko, Kolumbien, Südkorea. Das sind Teams, da sollte man, wenn wirklich nicht alles oder viel schief geht, die nächste Runde erreichen. Aber immer wieder, das sagt auch die Bundestrainerin, die Nationen sind zusammengerückt im internationalen Niveau. Dennoch für mich die Gruppe, die deutlich an den Gruppenkopf an Deutschland gehen sollte. Das war's, wie gesagt. Hier aus Auckland, die Gruppen sind zugelost. Wir freuen uns dann im nächsten Jahr auf eine großartige, eine tolle Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien. Futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. Portugal! Long range effort from Lloyd. Oh my goodness! And so this is it. What dreams are made of. How about that for a draw, and just seeing some of the winning teams in action in that film just makes you realise how close we are to the main event. Our experts Amanda Davis and Carly Lloyd can be so proud of themselves. So thank you, Ngā mihi, for guiding us through the technical part of tonight's show. Yeah, we have some super exciting matches to look forward to, don't we, next year in